Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fairground Online mit dem Fahrgeschäft Starlight oder auch eher bekannt unter Airwolf. Wir schauen uns hier drin heute alles wieder an, was wir hier machen können, wie das Fahrgeschäft ist, und zuallererst muss ich sagen, das ist überhaupt, weiß nie warum, nicht mein Favorite Fahrgeschäft. Das ist irgendwie, gut, mit den beiden Laufhäusern zusammen einer der wenigsten, die ich überhaupt benutze. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja trotzdem Gefallen damit und möchte gerne vielleicht wissen, wie die Steuerung funktioniert. Das machen wir zuallererst. Das heißt, wir setzen uns hier einmal hin, haben hier wie sehr viele Knöpfe auf unserem Fahrpult, gehen aber zuerst einmal natürlich wieder die ganzen LED-Sachen durch. Das heißt Moving Heads, Stroboskop bzw. die Effekte, Spotlights, die sind ja immer gleich. Wir gucken einmal eben, wenn ich die 1 drücke, sind einmal die Gondeln aktiv. Beim zweiten ist halt dann die hintere Wand aktiv. Dann haben wir einmal hier die beiden Kassen. Beim vierten ist das Logo, was einmal dort oben ist. Geht es einmal an. Dann haben wir einmal die Front. Und bei der Front ist es so, da gehen einmal die Lichter an. Und was mir aber hier drin sehr gefällt, sind halt diese LEDs. Ne, die hier an der Seite so platziert sind, so wie die hier oben, die einmal leuchten und unten einmal alles voll bestrahlen. Gefällt mir, hätten die auch bei ein paar weiteren Fahrgeschäften machen können. Dann kommen wir einmal zu den Pole. Das ist einmal, mal gucken, 6, das ist der Mittelbau hier. Und Nummer 7 wäre einmal der Arm. Das ist aber hier. Ne, das wäre der Pole, das wäre das Arm, damit das auch einmal alles leuchtet. Da wir ja der Operator sind, wollen wir ja auch gerne, dass das Fahrgeschäft in Bewegung gebracht wird. Heißt also, wir hupen einmal und tun mal so, dass alle Fahrgeschäfte drin sind. Dann machen die Mitarbeiter einmal die Bügel zu, der stellt sich zurück. Dann können wir einmal sagen, zum Beispiel, dass das Podium einmal runtergefahren wird. Dann sehen wir schon hier, dieses ganze mittlere Teil geht einmal runter. Weil der Airwolf, der braucht ja Platz, wenn er sich da am Hin und Her schwenken ist und am Überschlagen ist. Und da wollen wir ja ungern, dass die Leute gegen den Boden oder gegen den Zaun krachen. Dann als nächstes haben wir hier oben die beiden grünen Knöpfe. Wenn ich da einmal hinmache, sehen wir schon einmal die Gondeln und einmal den Arm, dass die einmal Druckluft bekommen. Wenn das passiert ist, kann ich einmal hier unten die beiden Bremsen rauspacken, damit die auch schön wackeln. Natürlich kann ich die Bremse auch drinnen lassen. Bringt jetzt mehr oder weniger was, sag ich mal. Und dann haben wir hier die beiden Arms. Können wir entweder mit den Tasten einmal hier machen. Moment, jetzt habe ich schon gezeigt, ne? Wenn wir das nach oben machen, fährt er in die Richtung. Wenn wir nach unten machen, fährt er einmal in die andere Richtung. Und je nachdem, wie schnell wir das machen, beziehungsweise wie weit die Hebel vor und zurück gehen, passen wir halt die Geschwindigkeit damit an. Dann lassen wir das Ganze einmal nach oben fahren. Da stoppe ich einmal so und dann sieht man schon, habe ich aus Versehen die linke Taste benutzt. Da ist er schon am Hin und Her schwenken. Jetzt gucke ich mal das ein bisschen mal zu uns. Ne, falsche Richtung. Einmal zu der anderen Richtung. Da schwebt er schon vor sich hin, dass der einmal hier in der Nähe von uns ist. Das sieht doch schön aus. Und dann können wir einmal sagen, volle Stärke in die eine Richtung. Dann dreht er sich hin und her. Variiert natürlich auch, je nachdem, wie die Physik gerade ist. Das heißt, der eine wackelt so, der andere überschlägt sich halt so. Die sind nicht synchron. Natürlich können wir auch das Ganze halt dann wieder in die andere Seite machen. Und dann können wir auch den Arm dazu machen, dass die einmal beide in eine Richtung fahren. Und so kann man mit dem halt die ganze Zeit rumspielen, wie man das Ganze haben möchte. Dann machen wir nochmal die Nahansicht, wie das aussieht. Und irgendwie, doch, daher fängt es jetzt an. Da wackeln die einmal unabhängig voneinander. Wird hier einmal dann so hier aussehen wie hier drinnen. Von oben sieht man leider nicht so viel. Man sieht halt nur mehr hier unten alles. Und wenn wir dann mit dem Fahrgeschäft durch sind, können wir halt dann hier auf die Parkposition gehen. Dann gehen die beiden Hebel automatisch einmal in die gerade Perspektive. Und das System packt den Airwolf von alleine an, weil ich sag mal, die Knöpfchen, die müssen halt immer vorne sein. Zeige ich euch gleich auch, wenn wir dann Mitarbeiter und so sind. Sieht man das schon mal hier? Ne, der muss einmal schwenken, da ist einmal falsch rum. Dann schwenkt er einmal den ganzen Spaß um. Ja, und dann sehen wir auch schon hier diese ganzen LEDs, die am Leuchten sind. Die müssen halt nach vorne schauen, damit die Mitarbeiter ohne Probleme auf und zu machen können. Wenn er da in der richtigen Position ist, erscheinen hier die beiden Lichter, das heißt, dann ist die Gondel auf dem Nullerpunkt und der Arm. Dann können wir das Ganze einmal ausschalten. Und dann können wir auch sagen, dann hier Podium ab. Da blinkt er auch schon. Und müsste jetzt eigentlich... ne, da war ich zu schnell. Okay. Wenn er blinkt, können wir drauf drücken. Und dann fährt er auch das Ganze einmal hoch. Damit er wieder schön gerade ist und die Leute aussteigen können. Und dann müsste ja ein Mitarbeiter kommen, das eigentlich von alleine, genau, einmal ausschalten. Mehr haben wir hier drinnen auch nicht zu tun als Operator, sag ich mal. Natürlich auch ein bisschen mit Lichteffekte spielen, gucken, wie man die Leute hin und her begeistert. Stimmt, Nebel habe ich auch noch. Ich mache mal eben Nebel an. Die Nebelmaschine steht hier vor irgendwo. Muss ich mal gucken, wo steht denn hier die Nebelmaschine? Ach, da, hier auf dem Kassenhäuschen drauf ist die Nebelmaschine. Das wäre auf jeden Fall die Operator-Sicht.
Dann gucke ich einmal, dass ich hier ein paar Leute wieder reinlasse. Dann gucken wir mal an, wie die Kasse ist und was auch wir als Mitarbeiter hier machen. Was ich aber sehr, ich sag mal, interessant, nicht unbedingt weird finde, ist halt der Punkt, wir haben ja eigentlich 2 Kassenhäuschen. Ja, das heißt, vor allem, wenn sehr viel Anlauf ist, sollen die sich verteilen. Das heißt, die hier sind, gehen auch direkt hier rein. Und auf der anderen Seite, die dort sind, gehen auch hier rein. Ich kann leider nicht machen, dass ich 2 Kassierer habe. Das wäre halt nochmal so eine schöne Sache, dass man entscheiden kann, 1, 2 Kassierer. Und auch wenn ich in das Kassenhäuschen hier reingehe, sieht man, ich habe auch keine Kasse zur Verfügung. Ich kann mich auch nicht hier reinsetzen, ich kann hier nichts machen. Also ist das eigentlich mehr oder weniger nur zu Deko-Zwecken da. Was ich wirklich sehr schade finde. Das heißt, die Leute kaufen hier ihren Ticket und gehen dann halt trotzdem auf die andere Seite, um sich das Ganze ein bisschen aufzuteilen. Dann würde ich mal sagen, setze ich mich einmal hier rein, Kassierer. Hier muss ich einmal, Moment, Login. Dann machen wir einmal hier, dass da ein Operator drin sitzt, ein AI-Operator, loggen uns einmal wieder aus. Jo, da sitzt einer drin und wir können uns einmal hier wieder als Kassierer einloggen und uns hier hinsetzen und warten, dass die Leute mal vorbeikommen. Ein Ticket hat ja 6 Euro, glaube ich, gekostet. Das heißt dann, ne, ich sitze da noch gar nicht drin. Doch, jetzt saß das schon drin. Achso, muss ich ja so machen, ne? 50, 90 und 94. So ein Ticket gibt es dann oben drauf. Ja, dann will man hier rumsitzen und einfach hier die ganze Zeit kassieren. Das ist aber ein bisschen doof gemacht, ne? Aber ich glaube, das passt ja. Wenn ich mir das so geben. 50 nehmen wir einmal an. Und dann gibt es 20, 40, 44 zurück. Und hier auch immer 10, 14 gibt es zurück. Ja, das wird wie gesagt von der Kasse aus aussehen. 5. Nee, 4. So, das heißt, dann logge ich mich hier einmal eben mal aus und sage zum Beispiel, ich möchte die linke Seite gerne übernehmen. Dann gucken wir mal, was wir so als Mitarbeiter hier machen. Und zwar ist es jetzt so, hier steht auf jeden Fall keiner rum. Das heißt, dann müssen wir hier einmal, zack, die Kassen einsammeln. Und die setzen sich dann da alle automatisch schon mal hin. Und dann sehen wir auch nochmal, wie sich hier die Leute dort ein Ticket kaufen. Anstatt hier durchzugehen, müssen die halt hier rüber gehen zum Aufteilen. Hätte man auch genauso 2 Kassen machen können. Einer hier, einer hier. Oha, die nimmt mir das aber weg. Die hat mir das aber weggenommen. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Gut, aber da sieht man schon, wie die AI das Ganze runterfährt. Und dann beginnt er auch schon. Und ich gucke gleich, wenn er stehen geblieben ist, dass wir das einmal übernehmen. Dann schalte ich den zweiten Kassierer bzw. den zweiten Runner schalte ich einmal aus. Weil das geht gar nicht, dass er mir hier die Dings einfach wegnimmt. Jetzt schmeiße ich einmal hier die beiden AIs raus, damit ich das einmal zeige. Weil ansonsten nehmen sie hier wieder einmal alles weg. So, die beiden AIs sind aber weg. Jetzt würde ich rein theoretisch hupen, die will das zumachen, aber ich übernehme das einmal. Das heißt, wenn wir hier sind, sehen wir einmal hier zum Beispiel die LED-Anzeige. Wenn wir die zum Beispiel geschlossen haben, und dann haben wir hier unten einmal die 4 Hebel. Wir müssen alle 4 Hebel einmal auf zu machen, weil erst dann schließt er auch die ganzen Bügel und zeigt auch an, dass alles grün ist. Davor haben wir nur so eine Testprobe. Ja, also ich würde gerne, wenn offen ist, rot, wenn dann alles komplett zu ist, grün haben, aber naja, dann können wir alles zumachen. Zack, und der leuchtet auch dann einmal alles komplett grün. Und dann könnten wir die Fahrt rein theoretisch auch schon wieder losstarten. Mit Podium runterfahren, hochfahren, alles mögliche. Das würden wir auf jeden Fall dann als Runner machen. Im Endeffekt wieder eine kurze Runner-Runde. Aber wenn der sowieso übernimmt, stehen wir wirklich nur da und dann kann ich jetzt sogar einmal wieder machen. Oder sind alle hier voll? Nö, sind sogar alle voll. Meine Güte. Ja, also hauptsächlich nur hier vorne stehen, einsammeln und dann hier zurücklegen und aber nur zugucken. Mehr würde man als Runner nicht machen. Ja, und das war im Endeffekt das ganze Fahrgeschäft. Beziehungsweise, ich zeig's euch doch ein bisschen mehr. Es geht ja nicht, dass ich hier nur so einen kleinen Ausschnitt gebe. Man möchte ja vielleicht auch bestimmt nochmal sehen, wie, was, wo. Genau, das haben wir auch noch mit dabei. Man möchte bestimmt sehen, wie das Ganze aussieht. Dann gucken wir mal. Also wir machen einmal die 2 Fliegen einmal raus. Dann haben wir einmal hier unsere Ansichten her und fliegen damit dann einmal los. Wir können einmal hier auf volle Stufe machen, damit er einmal hier ein bisschen schneller sich bewegt. Und eventuell auch schneller die Saltos einmal übernimmt. Und natürlich können wir auch wieder rumkommandieren, Echo machen, hat das alles mögliche. Geben wir einmal mit den Armen ein bisschen mehr Gas. Von der Ego-Perspektive im Karussell wird es halt so auf jeden Fall aussehen. Ja, ist an sich ein schönes, großes Fahrgeschäft, aber mich spricht es halt überhaupt nicht an. Was passiert denn eigentlich, wenn ich zum Beispiel sage, Gondeln andersrum? Mal gucken, wie dann die Physik ist. Ich glaube aber, da passiert nicht viel, ne? Nein, die wackeln nur ein bisschen rum. Weil es gleicht sich ja mehr oder weniger alles ein bisschen aus.
Ja gut. So, wenn wir dann wieder durch sind, können wir dann wieder hier auf Parken machen. Also eigentlich wieder das Typische, was ich schon vorher gezeigt habe. Aber an der Stelle würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Aber bitte kommt in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.